Moin aus Hamburg. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Menschen beschäftigt, besonders wenn es um die eigene Gesundheit geht. Es geht um eine Zahl, die fast jeder schon einmal gehört hat: 120/80. Dieser Wert gilt oft als der perfekte Blutdruck, ein Ziel, das viele anstreben, egal wie alt sie sind. Jahrzehntelang wurde dieser Wert als das Nonplusultra angesehen, als Maßstab für Gesundheit und Wohlbefinden. Ärzte, Krankenkassen und sogar Werbespots haben uns diesen Wert eingebläut. Doch was für einen 40-Jährigen ideal ist, muss für einen 80-Jährigen nicht unbedingt passen. Unser Körper verändert sich mit den Jahren. Und das gilt besonders für unser Herz-Kreislauf-System. Unsere Gefäße altern, werden steifer, das Herz muss kräftiger pumpen, um das Blut durch den Körper zu transportieren. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, der bei jedem Menschen unterschiedlich verläuft. Ein stures Festhalten an 120/80 kann für Ältere sogar schaden. Denn ein zu niedriger Blutdruck kann Schwindel, Schwäche oder sogar Stürze verursachen und das Risiko für Komplikationen erhöhen. Die Medizin weiß heute: Der ideale Blutdruck ist individuell, abhängig von Alter, Vorerkrankungen und dem allgemeinen Gesundheitszustand. Es gibt keine Einheitslösung für alle. Zu niedriger Blutdruck kann bei Senioren genauso gefährlich sein wie zu hoher. Besonders im Alter kann ein zu niedriger Wert zu Ohnmacht, Stürzen oder sogar zu Organschäden führen. Deshalb ist es wichtig, gemeinsam mit Ihrem Arzt zu besprechen, welcher Blutdruck für Sie persönlich optimal ist. Ihr Körper braucht im Alter oft einen etwas höheren Druck, um alle Organe ausreichend zu versorgen. Lassen Sie uns gemeinsam die alten Mythen hinter uns lassen und ein modernes, individuelles Verständnis für Blutdruck entwickeln. Denn Ihre Gesundheit verdient eine maßgeschneiderte Lösung und kein starres Schema. Unsere Arterien sind in jungen Jahren elastisch. Sie federn den Blutdruck ab und sorgen dafür, dass das Blut gleichmäßig durch unseren Körper fließt. Diese Elastizität ist ein wichtiger Schutzmechanismus, der das Herz entlastet und die Organe optimal mit Sauerstoff versorgt. In jungen Jahren spüren wir davon meist wenig. Unser Kreislauf funktioniert reibungslos und wir denken kaum darüber nach, wie sehr unsere Gefäße für unsere Gesundheit arbeiten. Doch mit der Zeit lagern sich Kalk und Kollagen in den Gefäßwänden ab. Ein natürlicher Prozess, der mit dem Älterwerden einhergeht. Die Gefäße werden dadurch steifer und verlieren ihre ursprüngliche Flexibilität. Das ist ein schleichender Vorgang, der oft unbemerkt bleibt, aber große Auswirkungen auf unser Herz-Kreislauf-System hat. Das Herz muss nun gegen einen höheren Widerstand pumpen, um das Blut durch die steiferen Gefäße zu drücken. Besonders der systolische Blutdruck, also der obere Wert, steigt dabei an. Viele ältere Menschen merken das zum Beispiel beim Treppensteigen oder bei körperlicher Anstrengung. Das Herz arbeitet spürbar mehr. Ein Wert von 130, 140 oder sogar 155 Millimeter ist im Alter daher oft normal und kein Grund zur Sorge. Viele Seniorinnen und Senioren erschrecken, wenn sie diese Zahlen hören, doch sie spiegeln meist eine normale Anpassung des Körpers wider. Das ist keine Krankheit, sondern eine natürliche Reaktion des Körpers auf die Veränderungen der Gefäße. Der Organismus passt sich an, um weiterhin alle Organe und Gewebe ausreichend mit Blut und Sauerstoff zu versorgen. Der Körper erhöht den Druck, damit das Blut auch in die feinsten und entferntesten Gefäße gelangt. Gerade das Gehirn, die Nieren und andere wichtige Organe profitieren davon, wenn der Blutdruck im Alter etwas höher ist. Ein leicht erhöhter Blutdruck ist im Alter oft sinnvoll. Er hält die Organe am Laufen und unterstützt ein aktives, selbstbestimmtes Leben. Viele ältere Menschen fühlen sich damit sogar wohler und leistungsfähiger. Wird der Blutdruck jedoch zu stark auf jugendliche Werte gesenkt, kann das die Durchblutung verschlechtern und wichtige Organe unterversorgen. Deshalb ist es wichtig, gemeinsam mit dem Arzt die richtige Balance zu finden und den Blutdruck individuell anzupassen. Gehirn und Nieren sind auf eine stabile Durchblutung angewiesen. Im Alter reicht ein niedriger Blutdruck oft nicht mehr aus, um das Gehirn ausreichend zu versorgen.
Ein etwas höherer Druck wirkt wie eine Sicherheitsreserve, besonders beim schnellen Aufstehen. Auch die Nieren brauchen ausreichend Druck, um das Blut effektiv zu filtern. Zu niedriger Blutdruck kann die Nierenfunktion verschlechtern. Der Körper passt sich an, um Organe zu schützen. Zu starke Blutdrucksenkung kann das Gleichgewicht stören. Ziel ist die Balance. Schutz vor Hochdruck, aber auch vor Unterversorgung. Zu niedriger Blutdruck wird oft unterschätzt, besonders bei Älteren. Schwindel beim Aufstehen ist ein Warnsignal. Das Gehirn bekommt zu wenig Blut. Die Folge? Sturzgefahr. Ein Sturz kann zu Brüchen, Operationen und Verlust der Selbstständigkeit führen. Chronisch niedriger Blutdruck kann auch das Denkvermögen beeinträchtigen und das Demenzrisiko erhöhen. Es geht nicht darum, den Blutdruck möglichst niedrig zu drücken. Der richtige Wert schützt vor Stürzen und geistigem Abbau. Ziel ist ein aktives, sicheres Leben, nicht nur eine schöne Zahl auf dem Messgerät. Deshalb: Hypotonie ist ein Risiko, das ernst genommen werden muss. Ein Sturz ist für Senioren oft ein Wendepunkt, nicht nur ein kleiner Unfall. Nach einer Hüftfraktur drohen lange Reha, Angst vor neuen Stürzen und Verlust der Selbstständigkeit. Viele ziehen sich zurück, bewegen sich weniger. Ein Teufelskreis beginnt. Die Folge? Mehr Sturzrisiko, weniger Lebensqualität, manchmal sogar Umzug ins Pflegeheim. Auch die psychische Belastung ist enorm. Angst, Abhängigkeit, Depressionen. Deshalb muss die Blutdruckeinstellung immer das Sturzrisiko berücksichtigen. Für viele Ältere ist das Sturzrisiko oft gefährlicher als ein etwas erhöhter Blutdruck. Die Therapie muss individuell abgewogen werden, nicht nur nach Zahlen. Eine große, viel beachtete Studie im renommierten JAMA-Journal hat neue Erkenntnisse zur Blutdruckeinstellung bei älteren Menschen geliefert. Die Ergebnisse sorgen für Aufsehen, denn sie stellen bisherige Empfehlungen in Frage und geben vielen Senioren neue Orientierung. Für Senioren, also Menschen ab etwa 65 Jahren, ist ein systolischer Blutdruck zwischen 130 und 145 mmHg laut dieser Studie oft optimal. Das bedeutet, dass Werte in diesem Bereich mit einer höheren Lebenserwartung und weniger Komplikationen verbunden sind. Liegt der Blutdruck deutlich darunter oder darüber, steigt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sogar für eine erhöhte Sterblichkeit. Besonders niedrige Werte können zu Schwindel, Schwäche und Stürzen führen, während zu hohe Werte das Herz und die Gefäße belasten. Die Praxis vieler Ärzte bestätigt, eine zu starke Senkung des Blutdrucks kann bei älteren Menschen mehr schaden als nützen. Deshalb passen sich die Leitlinien immer mehr an die individuellen Bedürfnisse der Patienten an. Es geht weg von der starren 120-80-Regel, die lange als Ideal galt, hin zu individuellen Zielwerten, die auf Alter, Vorerkrankungen und Lebenssituation abgestimmt sind. Für viele ältere Menschen ist ein Wert zwischen 130 und 155 mmHg der beste Kompromiss zwischen Schutz vor Schlaganfall und Herzinfarkt und dem Erhalt von Lebensqualität und Selbstständigkeit. So werden die Organe ausreichend mit Blut versorgt und gleichzeitig bleibt die Gefahr von Stürzen durch zu niedrigen Blutdruck gering. Bewegung und ein aktiver Alltag unterstützen zusätzlich die Gesundheit. Sie müssen also nicht in Panik geraten, wenn Ihr Wert etwas höher liegt als früher empfohlen. Entscheidend ist, dass Sie sich wohlfühlen und keine Beschwerden haben. Sprechen Sie regelmäßig mit Ihrem Arzt über Ihre Blutdruckwerte und Ihre individuellen Ziele. Ihr Wohlbefinden und Ihre Lebensqualität stehen im Mittelpunkt der Behandlung. Die Therapie sollte immer gemeinsam mit dem Arzt festgelegt werden, damit sie zu Ihrem Leben passt und Sie sich sicher fühlen können. Sie können zu Hause testen, ob Ihr Kreislauf beim Aufstehen Probleme macht. Mit dem Shalong-Test. Messen Sie Ihren Blutdruck im Liegen, direkt nach dem Aufstehen und nach 3 Minuten Stehen. Notieren Sie die Werte. Fällt der systolische Wert nach dem Aufstehen um mehr als 20 mmHg, ist das auffällig. Auch ein starker Pulsanstieg ist ein Warnsignal. Bei solchen Veränderungen sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Der Test hilft,
Risiken früh zu erkennen und die Therapie anzupassen. So gewinnen Sie Sicherheit im Alltag. Passen Sie Ihre Medikamente niemals eigenmächtig an. Plötzliche Änderungen können gefährlich sein. Das Risiko für Schlaganfall oder Herzinfarkt steigt. Ihr Arzt kennt Ihre Vorgeschichte und kann die beste Entscheidung treffen. Führen Sie ein Blutdrucktagebuch und berichten Sie über Schwindel oder Stürze. Nur gemeinsam mit dem Arzt lässt sich der optimale Blutdruck finden. Anpassungen erfolgen immer schrittweise und unter Kontrolle. Geduld und Zusammenarbeit sind entscheidend für Ihre Sicherheit. Vertrauen Sie auf die Expertise Ihres Arztes. Das ist der beste Weg. Zusammengefasst: 120/80 ist für viele Senioren nicht ideal. Im Alter braucht der Körper oft etwas mehr Druck, um Organe zu versorgen. Zu niedriger Blutdruck erhöht das Sturz- und Demenzrisiko. Studien zeigen, 130/145 mmHg ist für viele Ältere optimal. Mit dem Schellong-Test können Sie selbst Risiken erkennen. Verändern Sie Ihre Therapie nie ohne ärztlichen Rat. Sprechen Sie offen mit Ihrem Arzt. Gemeinsam finden Sie die richtige Balance. Bleiben Sie aktiv, neugierig und gesund. Ihr Dr. Johannes Wim